meine, 20% mehr Drop-Chance für eine ganze Woche wäre mal nicht schlecht. Ich finde aber diese 3 Tage ohne mehr zu spielen. Wie viele Bosse tötet man realistisch in 3 Tagen? Ich sag mal so, jeden Tag 2 bis 4 Solo-Bosse. Also die meisten Leute töten die ja gar nicht mehr, aber wenn du die tötest, dann sind es 2 bis 4 Solo-Bosse am Tag. Das heißt maximal 10. Vielleicht 11 oder so, wenn du noch vom Donnerstag einen mitnimmst. Kannst du am Donnerstag noch einen mitnehmen sozusagen. Aber ja, so um die 10, 11. Je nachdem, ob du es überhaupt farmst. Und dann, klar, Dungeon-Bosse. Aber für jeden Dungeon-Boss musst du ja auch den Dungeon machen. Und, wie gesagt, ohne mehr zu spielen. Das ist ja auch in der Regel maximal 4, 5 wahrscheinlich für die meisten Leute. Also 3 Tage, worauf ich hinaus will, ist einfach 3 Tage ist nicht viel. Da alle Bosse in dem Spiel halt schon hart gegatekeept sind. Manche durch 1 Tages- oder 2 Tages Cooldowns. Und die anderen halt einfach dadurch, dass du halt erstmal einen kompletten Dungeon Run machen musst. Und dann auch wieder Cooldown für 1 Stunde. Also es ist schwierig. Also es wäre schon cool, wenn so ein Event mal eine Woche lang stattfinden würde und nicht nur 3 Tage. Weil wie gesagt, 20% für 3 Tage, 20% für, sagen wir, 25 bis 30 Bosse ist eigentlich, denke ich mal, realistisch für Leute, die jetzt nicht den ganzen Tag spielen. Und wie gesagt, jetzt nicht extra nur für das Event ein paar Stunden länger spielen. Das ist nicht sehr viel. Sogar relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass du dann gar nicht mal so viel mehr droppst. Also mehr schon. Aber mehr droppen heißt ja nicht zwangsläufig auch, dass du gut droppst. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit auf gute Drops, aber das heißt nicht, dass du automatisch gut droppst. Und so schlecht wie die Drops sind, vor allem von der Value her, ist es momentan schon schwierig. Weil es eigentlich so gut wie keine Drops gibt, die was wert sind. Lusakas Crystal Waffen, Lusakas Shield, Hermes-Waffen, Brilliant Amethyst, Shiny. Also man kann alle Drops, die wirklich was wert sind, kannst du halt einfach aufzählen, weil es so wenige sind. Also die Anzahl der Drops, die nichts wert sind, ist exorbitant viel höher als die der Drops, die was wert sind. Wie gesagt, ich wünschte mir einfach nur... Also das Beste, was wir machen könnten, wäre immer Wochenend-Event und dann einwöchiges Event, immer abwechselnd. Oder dass es halt auch unter der Woche Events gibt. Oder so halt. Also entweder du machst nur eine ganze Woche ein Event und dann hast du halt 5 Tage Pause bis zum Wochenend-Event, das dann wieder nur ein Wochenend-Event ist, oder 4 Tage Pause. Immer abwechselnd. Upgrade-Event, also sagen wir mal so, Upgrade-Events braucht kein Mensch eine Woche lang. 3 Tage reicht vollkommen für ein Upgrade-Event. Aber alle anderen Events, Boss-Monster Drop und, das wäre noch ein Beispiel, Golden Albert, XP. All solche Events wäre schon cool, wenn die halt eine ganze Woche laufen würden. Und dann hast du halt einen guten Wechsel. Dann hast du mal ein Upgrade-Event für 3 Tage. Dann hast du 4 Tage Pause, weil es hat ja auch keiner Bock, jeden Tag den ganzen Tag zu spielen. Also viele Leute wollen ja sogar, dass auch mal weniger los ist, damit sie nicht das Gefühl haben, dass sie was verpassen. Und dann hast du eine Woche lang zum Beispiel 20% Boss-Monster-Drop. Dann, wie gesagt, 4 Tage Pause, dann nur Wochenende und so. Also man könnte schon irgendwie einen Rhythmus finden, wo beide Seiten sagen könnten, Gala sagt, okay, es ist nicht zu übertrieben, weil es nur alle 2 Wochen sozusagen ist. Diese ganzwöchigen Events. Und die Spieler könnten sagen, naja, auch 30% XP, wenn 30% XP auf 3 Tage. Wie gesagt, wenn du nicht mehr spielst, wenn du nicht deine Spielzeit erhöhst, das machen natürlich die meisten Leute und das will natürlich der Entwickler auch. Aber du musst eigentlich aktiv deine Spielzeit erhöhen an diesen Wochenend-Events. Sonst ist der Impact von diesen Wochenend-Events kaum zu spüren. Also du musst aktiv mehr spielen, um das Gefühl zu haben, dass du jetzt wirklich sehr viel mehr bekommen hast, weil die Wochenend-Events in der Regel relativ schwach sind, was den Impact angeht. Also, ich denke, das wäre ein guter Kompromiss. Also, ich meine, es gäbe noch 5
1000 andere Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Wieso zum Teufel ist da jemand in meiner Party? What the fuck? Der Typ da drüben ist einfach in meine Party gejoint. What? Genau. Und ja, wäre irgendwie cool. Weil wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich meine, klar, ist immer schwer zu sagen. Vor allem, wenn ich jetzt reinlacken würde, heute oder in den nächsten 3 Tagen, dann, ja, sagt wieder jeder Lack nur am Event. Aber wie Boyd schon richtig sagt, die 20% sind multiplikativ und nicht additiv. Das heißt, aus 0,1 wird 0,12. Aus 0,01 wird 0,012. Also es macht so gut wie keinen Unterschied. Vor allem nicht, wie gesagt, wenn du nur so 20 bis 30 Bosse tötest. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann wirklich... Also ich meine, es ist dann einfach immer noch Glück halt. Du hast dann einfach Glück, du hättest es vielleicht auch gedroppt ohne das Event. Weiß man natürlich nicht, aber es ändert wenig. Außer du tötest halt... Außer du machst halt doppelt so viele Runs wie normalerweise. Statt in 20 bis 30 machst du 40 bis 50 oder sogar 50 bis 60 Runs, weil du den ganzen Tag spielst. Dann wird es höchstwahrscheinlich schon einen sehr spürbaren Unterschied machen. Aber... kann man ja auch nicht jedes Wochenende machen, dass man sagt, okay, es ist irgendein Event, deswegen spiele ich jetzt einfach mal jeden Tag 12 Stunden oder so. Das kann nicht mal ich machen. Also zumindest nicht jedes Wochenende. Also es ist schon... Es ist rough. Es ist rough. Sehr